Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Die 2 Mais. Ich bin aber heute, wie ihr seht, nicht in unserem Nugget, sondern im Nugget von Dirk. Genau, wir kennen ihn als Stadtgecko von YouTube und wir haben uns letztes Jahr kennengelernt auf dem Nord-Nugget-Treffen in Lüneburg oder in der Nähe von Lüneburg. Ja. Und wir sind jetzt hier dieses Wochenende auf dem Nord-Treffen in Waren an der Müritz gewesen, in der Nähe von Waren an der Müritz. Und wir hatten ein tolles Wochenende. Und der Dirk hat aber ein kleines Problem mit seinem Nugget oder an seinem Nugget. Ja. Und darüber wollen wir heute mal sprechen. Und ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und dann erfahrt ihr, was das Problem von Dirk ist und wie wir versuchen, das heute zu beheben. Wir versuchen es. Ihr seid also live dabei, wie wir es versuchen. Vielleicht scheitern wir auch. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber dann wird das Video gar nicht. Dann wird das Video nicht veröffentlicht. Aber egal, Ja. wir lassen das drin. Okay, nach dem Intro geht's los. Vielen Dank. Wenn ihr Interesse habt daran, dann bleibt gerne dabei. Bis gleich. So, mein lieber Dirk, jetzt bist du mal vor der Kamera. Mein lieber Stebo. Oh Gott. Du hast ein Problem mit deinem Nugget gehabt. Erzähl Genau. mal, wie sich das geäußert hat. Ja, mehr oder weniger ein Problem. Also ich war dran mit TÜV-Inspektion und allem drum und dran und auch wieder der Gasprüfung, die ja wieder Pflicht ist. Und als ich den Wagen abgeholt habe, war eigentlich soweit kein Problem. Ich hatte auch alle Plaketten bekommen. Nur lag mein Gasschlauch auf dem Beifahrersitz mit der Bemerkung, der ist nicht mehr gut. Ja, jetzt wissen wir natürlich nicht, also wir haben uns schon unterhalten, Stebo und ich, ob das jetzt so ein cooler Dude war, so ein cooler Gasprüfer, der hat gesagt hat, ich gebe ihm die Plakette, aber den Schlauch mache ich ab, Ja, weil ich den austauschen muss, oder ob man halt im Zweifel vielleicht die Plakette gar nicht bekommen hätte. Ne? okay. Und dann mit aber einem du neuen hast die Schlauch. Aber du hast die Plakette bekommen. Ich habe die Plakette bekommen, Ja. aber ich vermute mal, dass man vielleicht auch, es hätte auch so enden können, nach dem Motto, Plakette erstmal nicht erteilt, besorgt den neuen Gasschlauch, schließt ihn an und kommt nochmal wieder zur Prüfung. Also, genau. Also wir zeigen euch gleich, welcher Gasschlauch das genau ist. Aber die Frage ist jetzt, was hat er denn bemängelt an dem Schlauch? Also die Worte des Prüfers waren, er ist porös. Abgesehen davon ist er auch schon recht alt. Also ihr habt auf jeden Fall alle ein Herstellungsdatum auf diesem Schlauch. Und der hier ist von 2016. Und ich glaube, man sagt 10 Jahre Haltbarkeit Ja. ungefähr. Okay, wir haben es noch nicht 26, aber wie gesagt, er sagte, er ist porös. Ja, Ja, er soll nach 10 Jahren auf jeden Fall ausgetauscht werden. Beziehungsweise es gibt normalerweise so ein gelbes Fähnchen an diesen Schläuchen dran. Das zeigen wir euch gleich bei dem neuen Schlauch. das liegt auch noch in dem Kasten von Ja, denen okay. hier. Und da steht halt das Jahr drauf, bis zu dem man halt diesen Schlauch halt ausgewechselt haben muss. Genau. Das betrifft irgendwann jeden Nugget-Fahrer Ja. oder jeden Camper, sage ich mal, weil die Schläuche in der Gasanlage irgendwann halt getauscht werden müssen. Genau. Und jetzt gab es aber hier bei dem Nugget tatsächlich für dich ein kleines Problem. Ne? Ja, genau. Ich habe mir nämlich gedacht, ja okay, cool, Gasprüfer hat den Schlauch schon abgemacht, ne, hier ist er. Dann gehe ich doch mit dem Schlauch einfach mal zu Fritz Berger und sage, ich brauche den Schlauch hier, bitte, einmal. Also ich habe ihn davor noch im Internet bestellt, muss ich dazugeben. Ich bin halt nach der Optik gegangen und dachte mir so, okay, hier eine Mutter, da eine Mutter. Ich bin jetzt nicht so der Technik-Freak oder sowas. Habe ihn halt einfach nach optischen Kriterien ausgewählt, wollte ihn ranmachen, er hat nicht gepasst. So. Also bin ich mit dem Schlauch zu Fritz Berger gegangen und dachte mir so, jo, gib mir mal den Schlauch, ich brauche den. Das war leichter gesagt als getan, denn sie hatten nichts da, also diesen Schlauch, so wie er hier ist. Bin ich also nach Hause gegangen, habe den Hersteller von GOK angeschrieben und der hat mir tatsächlich 3 verschiedene Artikelnummern geschickt, die ich bräuchte, um diesen Schlauch zusammenzubauen. Denn wir brauchen einen Schlauch, der das hier nicht dran hat. Wir zeigen euch den auch gleich, wie der aussieht, oder wir zeigen euch gleich alle Teile. Dann braucht man so ein Teil, was man hier raufschiebt, und dann braucht man diese Mutter. Und das soll sich dann festziehen und für immer verbinden, so wie es hier eigentlich ist. Genau. Und mit dieser Liste bin ich dann wieder zu Fritz Berger gefahren und habe gesagt, ja, habt ihr denn diese Einzelteile hier? Und ja, sie hatten sie da. Es gibt eigentlich noch eine längere Geschichte, aber die erspare ich euch. Ja. Ich kenne sie. Ja, Insider werden Sie erfahren, wenn Sie mich danach fragen. Ja, Problem ist halt, den Schlauch kriegt man einzeln, die Muttern kriegt man nur im Dreierpack und diese Hülsen kriegt man im Fünferpack. Brauche ich nicht. Also ich brauche eigentlich nur einen Schlauch für mein Nugget mit diesen Teilen drauf. Das heißt also, der Schlauch ist nicht fertig konfektioniert, wenn man so will. Man Richtig. muss den sich mit Einzelteilen zusammenbauen. Genau. Okay. Ich habe dem Hersteller so einen Tipp gegeben
ob sie nicht einen Nugget-Schlauch rausbringen wollen als Set. Keine Ahnung, er hatte sich bedankt, mit dem ich da im Kontakt war. Danke für den Tipp, aber ich habe natürlich keine Ahnung, ob sie das machen. Ja, weil der Witz Wahrscheinlich ist ja nicht eigentlich nur ein Schlauch für ein Nugget, weil so eine Kombination mit so einer 2,8 Kilogramm Gasflasche in einem kleinen Gastank findet man ja auch durchaus in vielen anderen kleinen Ja, Campingfahrzeugen. aber vielleicht ist der Anschluss denn ein anderer. Es gibt ja verschiedenste Verbindungen, ne? So Steckverbindungen, Schnellschluss hier. Ja. Also vielleicht, keine Ahnung. Aber ihr könnt ja mal schauen, falls ihr ein anderes Fahrzeug als den Nugget fahrt und auch so eine 2,8 Kilogramm Gasflasche in eurem Fahrzeug habt und auch so eine Schlauchkombination habt, dann schreibt da einfach mal in die Kommentare, ob das zum Beispiel im California oder in einem kleinen Crosscamp oder was auch immer, ob das da genauso ausschaut. Genau. Also ich habe halt gelernt, ich kannte mich nicht aus, gebe ich offen zu. Das hier ist ein Linksgewinde und das ist ein Rechtsgewinde. Oder umgekehrt? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Werden wir gleich sehen. Was ist denn das übliche, ein Rechtsgewinde? Ich glaube, Gas ist eigentlich immer Linksgewinde. Linksgewinde, okay. Ja. Und das erkennt man an dieser Kerbe hier. Ah, okay. Diese Kerbe, wusstest du das auch nicht? Nein, das wusste ich nicht. Ah, das ist ja sehr gut. Das beruhigt mich ja. Also hier diese Kerbe an der Mutter, das bedeutet, es ist ein Gasanschlussgewinde, also eben das verkehrt herum. Ja, okay. Oh Gott, links. Und das ist halt eine normale, keine Ahnung wie groß die ist. Die hat halt keine Kerben dran. Okay. Ja. Spannend. Genau. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal kurz die Einzelteile an, die du gekauft hast. Wir haben sie hier noch in Originalverpackung und Genau. wir blenden euch auch Fotos ein von den Verpackungen, damit ihr seht, was das genau ist. Und natürlich kommen auch die Artikelnummern in die Videobeschreibung. Ja. Jetzt haben wir uns mal in den Keller Begeben. in den Keller eines Aufstelldach-Nuggets begeben. Und der Dirk hat jetzt hier mal alle Teile liegen und vor allen Dingen hier liegt der gelbe Zettel von dem alten Gasschlauch, der ja hier liegt und porös ist. Wir machen nachher noch mal, versuchen wir mal so ein paar kleinere, genauere Fotos zu machen. Dann können wir euch mal ein paar Stellen zeigen, wo wir uns denken, ja, das könnte eine poröse Stelle sein. Aber du hast noch keine Undichtigkeiten festgestellt selber, ne? Oder? Nee, aber ich habe es auch nicht geprüft. Okay, Also, alles klar. So, der alte gelbe Zettel, der am Schlauch dran hing, besagt ganz klar, der Schlauch muss 2026 in einem Campingfahrzeug getauscht werden. Und deswegen schmeißen wir den jetzt weg. Zack. Und den alten Schlauch legen wir nochmal zur Seite. Und dann gucken wir uns mal die anderen Teile an. ja, ganz vorne ran natürlich der Schlauch. Das ist dieser hier. Und wie ihr hier schon seht, der hat eben hier nur so einen Stift. Ja, genau. Und auf der anderen Seite ist halt das Gewinde. Genau, das Linksgewinde Jawohl. für den Gasanschluss. Ja, das kommt an den Gasdruckregler dran, ne? Genau. Ja, Ja. korrekt. Ja, und dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Einzelteile dazu. Genau. Dann haben wir einmal nämlich das hier. Das ist eine Überwurfmutter. Genau. Und die gibt es im Dreier-Set, sagst du? Die gibt es im Dreier-Set. Wie gesagt, die Artikelnummern blenden wir euch ein, beziehungsweise in der Videobeschreibung könnt ihr die finden. Und dann gibt es noch einen sogenannten Schneidring. Das ist dieses kleine Teil, was sich dann im Prinzip beim Festschrauben hier an dem Anschluss da oben, was halt dann in die Gasleitungen führt, die zum Kochfeld führen, reinpresst, festschneidet und dann sozusagen die Dichtigkeit herstellt. So die Theorie. So ist die Theorie. Ne? So Wir die werden das Theorie. nachher auf jeden Fall testen. Ne? Genau. Genau, und jetzt werden wir das Ganze mal zusammenbauen. Und ja, der Dirk hat hier jetzt so eine schöne Kniepex. Süß, oder? Ja, ein süßes kleines Allround-Werkzeug. Ja. Man sollte natürlich die Gasdruckmuttern eigentlich nie mit einer richtigen fetten Rohrzange anfassen, weil die halt ja durchaus Beschädigungen erleiden können. Und die Kniepex-Zange hat jetzt hier auch glatte Backen. Aber ich vermute mal, das ist eher auf den Anschluss am Gas, oder? Wir müssen ja hier richtig das muss sich ja hier, das Metall muss sich ja festziehen. Das ist richtig, ne? aber man soll trotzdem normalerweise mit einer Rohrzange, weil die halt, gerade wenn es jetzt irgendwie ein weicheres Material ist, weil die sich dann so ein bisschen gerade die Zacken, die so eine Rohrzange hat. Okay, aber das ist dann, ja keine... Aber das ist halt eine glatte Backe sozusagen. Eine glatte Backe. Eine glatte Backe. Also genau. ideal, die glatte Backe. Genau, würde ich sagen, wir packen jetzt mal alles aus und stecken die Sachen mal zusammen und dann gucken wir mal, ob wir das da dran kriegen. Ne? Richtig. Sehr gut. So, Dirk hat alle Einzelteile. Genau, wir haben den Schlauch jetzt ausgepackt. Jetzt habe ich erstmal die Mutter, die stülpe ich jetzt hier einfach drüber. Dann kommt dieser, wie heißt das? Schneidring. Schneidring, genau, ja. Schneidring, genau. Ja, und ja, ich habe noch keine Ahnung, ob das halt, also es wird so hoffentlich ja funktionieren, weil es hat mir der Hersteller ja geschickt. Ja, und jetzt stecken wir das von unten rein und dann drehen wir das irgendwie fest. Und dann schauen wir mal, ob es fest wird und vor allen Dingen, ob es auch hinterher dicht wird. Ja. Wir probieren jetzt mal
dieses Teil da unten dran zu schrauben. Ob wir das hinkriegen? Okay, warte mal. Ich kann das ja, weil der ja gar nicht fest ist, kann ich das ja mal nur mit der... Okay, jetzt hat er gefasst. Okay. Kommst du nicht rein? Ah, jetzt? Ah, ja, okay. Okay. Jetzt ging es so mit so einem plötzlich was Da musst du es ein komplett bisschen rütteln, verschwunden. ne? Wahrscheinlich. Okay, und jetzt muss ich es festziehen. Das ist immer noch locker. Ich glaube, da wäre jetzt tatsächlich ein kleiner Maulschlüssel wahrscheinlich noch ein bisschen sinnvoller. Aber es wird fest, ne? Also es waren jetzt tatsächlich ein paar Umdrehungen notwendig, aber der scheint jetzt fest zu sein, das Ding. Ja, Genau. Also ich Ist ein bisschen fummelig tatsächlich hier mit krieg jetzt hier einer... auch kaum noch. Kannst du kaum noch bewegen. Es Ne? geht Man jetzt sehr sollte schwer, eigentlich- ja. Genau, so. Ich sage ja immer, nach fest kommt ab. Deswegen denke ich mal, lassen wir das jetzt mal so. Und wir machen jetzt mal den Gasdruckregler dran. Oder der Dirk, besser gesagt. Mhm. Und dann hängen wir mal die Flasche dran und dann hole ich mal ein bisschen Spüli mit ein bisschen Wasser und wir gucken mal, ob es dicht ist. Mhm. Das Sehr gut. machen wir. Alles klar. So Dirk, was ist der nächste Schritt? Na, wir schließen jetzt die Gasflasche mal an. Jetzt hieven wir die Ja. erstmal rein. Genau, und dann kommt der Gasdruckregler drauf. Schaffst du das mit einer Hand oder soll ich dir Ich eben glaube, ich helfen? schaffe das. Ja. Okay. Ich schaff das. Starker Ich Mann. schaff das. Jawohl. So, Sehr gut. machen wir erst. Macht Sinn, erstmal den erst hier das Ding dran, anzuschließen. ja ne? genau, weil das am einfachsten ist Das zum, ist ja, zum Handeln dann, ne? Das dürfte jetzt Linksgewinde sein, ne? Linksgewinde. Also hatten wir vorhin auch alles richtig gesagt und erklärt. Okay, das ziehen wir gar nicht so fest, ne? Mhm. So. Und jetzt. Kommt das Teil an die Flasche. Oh. Oh. Ja, das ist immer tatsächlich echt ein Akt, das Ding da drin zu drehen. Aber die Flasche scheint auch ziemlich voll zu sein. Die ist nämlich relativ schwer. Die ist Ne? sehr neu. Die ist sehr neu, okay. Ach so, und dann kann ich ja gleich mal was Neues ausprobieren. Ja. Oh. Ich habe mir nämlich sowas hier besorgt. Das ist ja sehr löblich. Das macht man erstmal irgendwie hier, das muss man erstmal hier rüber schieben, ja, ne? genau, genau. Aber das geht gar nicht, ne, oder? Aber wir haben auch so ein Teil, das ist ein bisschen kleiner als das. Also so ein Gasschlüssel. Aber das war halt das Teil, was ich vorhin meinte, was man nicht mit so einer dicken Kombizange oder mit einer Rohrzange irgendwie drehen soll, weil das ist halt ein relativ weiches Material. Und Okay, ich krieg. da habe ich mal in unserem Video zu der Gasflasche damals mal Schelte bekommen im Kommentar, dass man das nicht machen soll mit einer Rohrzange. Und daraufhin habe ich mir auch so einen Schlüssel dazu gelegt. Aber der funktioniert nicht bei mir. Der ist zu groß, oder? Ja, der ist zu groß. Okay. Ach, scheiße. Tja, Okay, dann mache ich das jetzt handfest. Ja, Ich genau, mach mal kriege ich erstmal. den Deckel überhaupt noch zu, wenn ich das jetzt hier... das könnte knapp werden. Ja, also nochmal abschrauben. Also kauft euch nicht den von GOK, damit er dran bleibt, sondern den kleinen, den Stebo in seinem Video gezeigt hat. Den kann man auch selber ausdrucken, wenn man einen 3D-Drucker hat. Beziehungsweise für ein paar Euro halt kaufen im Internet. Jo, weg damit. So, sieht das Ganze jetzt aus. Also Gasdruckregler ist dran, der neue Gasschlauch ist dran, der gelbe Zettel hängt dran, das ist wichtig. Die Verbindung hier hinten mit dem Schneidteil da ist auch drin. Und jetzt kommt der Moment, wo wir mal die Gasflasche aufdrehen und gucken, ob es irgendwo zischt, ob wir irgendwas riechen. Und ich habe hier oben noch ein bisschen Spüli und wir können mal gucken, ob es dicht ist. Gut. Dann walte mal deines Amtes. Also ich höre nichts. Ich höre nichts. Okay, sie ist auf. Okay, dann holen wir mal das Spüli. So, jetzt haben wir hier ein bisschen Spülmittel. So, und das träufeln wir jetzt mal hier so drauf und mal gucken, ob hier alles dicht ist. Wenn es irgendwo Blasen wirft, dann sind natürlich jetzt Blasen da drauf tatsächlich. Aber wenn es wirklich undicht wäre, dann würde man wahrscheinlich jetzt hier richtig Seifenblasen. Seifenblasen sehen. Aber ich würde sagen,
mein lieber Dirk. Das hast du gut gemacht. Boah, das habe ich gut gemacht. Das hast du gut gemacht, wa? Ey, du könntest Gasprüfer werden. Ja, weil. Ich werde bekloppt. Wirklich. Geht das Gasfeld auch an? Können wir jetzt kochen oder kann Dirk jetzt wieder Kaffee kochen? Das Feuer brennt. Es brennt. Tada! Es brennt. Es brennt. Ich würde sagen, Gasschlauch getauscht. Operation gelungen, Patient lebt. Sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage nur, die ich mir jetzt stelle. Also du hast, wie gesagt, die Plakette bekommen. Das heißt, du musst jetzt nicht nochmal zur Gasprüfung fahren, um jetzt die Dichtigkeit zu prüfen. Nee. Okay. Das ist ja eigentlich verrückt, ne, wenn man es so Das überlegt. ist ein sehr freundlicher Gasprüfer anscheinend Ja. gewesen. Weiß ich nicht. Vielleicht wird das aber auch immer so gemacht. Keine Ahnung. Ja, kann natürlich auch sein. Ne? Ihr Aber ich werdet- meine, der Schlauch hatte ja keine offensichtlichen Beschädigungen. Er war auch nicht undicht, er war nur porös. Ne? Genau. Wie gesagt, wir machen jetzt gleich noch mal so ein paar Fotos von dem Schlauch selber, zeigen euch so ein paar Stellen und blenden euch die hier mit als Fotos ein. Aber ich denke mal, das war jetzt ziemlich erfolgreich. Ne? Ja. Cool. Ich hab wieder Gas! Eine Frage jetzt noch. Was hat dich der Spaß gekostet? Was kostet der Schlauch und was kosten diese Schneidringe und Das ist eine gute die Frage. Überwurfmutter? Also dadurch, dass ich ja so ein Set kaufen musste Ja. von den Muttern und von dem Schneidring, war das leider ein bisschen teurer. Aber Okay. ich habe die Preise leider jetzt nicht im Kopf, aber ich schicke sie dir mal und dann kannst Ja. du die unten in die Videobeschreibung Genau. Oder du blendest die am besten ein. Ja, kann ich machen. Der Schlauch hat gekostet. Und das Schneidwerkzeug hat gekostet? Naja. Und die Muttern haben so viel gekostet. Jetzt ist ja so, du hast ja jetzt noch 2 Überwurfmuttern und 4 Schneidringe über. Das So heißt, also, wenn jemand von euch sowas irgendwie einzeln braucht, kann er sich gerne bei uns melden. Ich leite dann die Nachrichten weiter an Dirk. Und Dirk schlägt dann nur 200% drauf und ihr könnt dann die Dinger einzeln kaufen bei ihm. Aber ich glaube, du bist auch jetzt demnächst dran, ne? Mit der Gasprüfung und allem drum und dran. Also Gasprüfung tatsächlich, aber unser Schlauch muss erst 2028 Ja, getauscht ich werden. gebe Also euch ist ja einfach noch- eine Mutter, kriegt ihr gratis. Ah ja, und ist so ja, einen wenn das ist Schneidring ja- gebe ich on top noch oben drauf. Er ist so großzügig, es ist einfach unglaublich. Okay. Dirk, vielen Dank für deine Erfahrung, die du mit uns geteilt Ja, hast. sehr gerne. Ich freue mich, dass ich auch mal was beitragen konnte zu dieser Nugget-Community. Und ja, du bist ja jetzt das zweite Mal auf dem Nugget-Treffen So dabei ist es. gewesen. Wie hat es dir gefallen? Sehr, sehr, sehr gut. Ich Okay. hatte die besten Nachbarn, die ich mir hätte denken können. Ja, das waren natürlich wir. Aber der Dirk hat uns tatsächlich auch den Gesellschaftsspielen wieder etwas näher gebracht. Ja. Er hat ein paar coole Spiele dabei gehabt. Und Trixie und ich sind eigentlich so nie die Spieler gewesen, außer jetzt so ein paar Kartenspiele, die man so kennt, wie Uno, Skibbo, Das spielt man heute Mensch, nicht mehr. ärger dich nicht. So Oh die Gott. klassischen Sachen, die Oh mein man Gott. halt gespielt hat, als wir noch Ja, das- Kinder waren, in den 80ern. Ne? Kein Wunder, dass man dann eben keine Lust auf Spiele hat, wenn man nur noch diese Spiele kennt. Genau. Ja. Aber ich habe gestern in einem Spiel vorgestern in einem Spiel haushoch geschlagen. Aber er hat sich gestern revanchiert und es steht wollte gerade 2:1. Ja, so ist es, so ist es. Da gibt es doch eine Revanche. Oh ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, dann würde ich sagen, Dirk, vielen Ja, Dank nochmal. wollen wir sagen, welches Spiel es war? Oh ja, Es war Hitstar. Hitstar. Ja, Genau. kann ich nur empfehlen. Und, Und wo er keine Ahnung hatte, war Guilty Pleasure, die Edition Guilty Pleasure. Wenn ihr die schwarze Hey, Edition Moment. kauft, spielt die nicht mit Stevo. Was heißt keine Ahnung? Das Problem war, ich habe einfach keine Coins vorher bekommen, weil man hat mich künstlich dümmer gemacht. Ja, genau. Aber ich habe trotzdem, glaube ich, 7 Karten zusammengekriegt, ne? Ja, ich glaube ja. Ja, genau. Aber- Also war gar nicht so schlecht. Ja, das stimmt. Supi. Also, klar. vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Und guckt gerne auch mal bei mir vorbei. ja, Stadtgecko, ne? Das Ich mach, blenden wir natürlich auch ein. Touren. Ja, wenn ihr Lust auf Outdoor-Abenteuer habt, ich mache alles. Ja, vor allen Dingen auch Höhlen. Ne? Ich meine, du warst jetzt länger nicht mehr in der Höhle, glaube ich. Ne? Ja, das ist schon ein bisschen länger her, aber. mir ist der Partner äh, weggebrochen. Ah, okay. Das war der liebe Saki, ne? Ja. Genau. Das heißt weggebrochen. Saki gibt es natürlich Der- noch, aber ja. er macht. Er geht halt nicht nichts mehr in Höhlen. Ja, er geht auch nicht in mehr keine Höhlen mehr. Ja, genau. Aber Outdoor, Camping, du machst Schneeschuhwandern, Schneeschuhwandern, Kajaktouren. Packrafting, Ach, alles. Kajaktouren. Er hat tolle Videos gemacht zur Berliner Umfahrt zum Beispiel. Märkische Umfahrt. Märkische Umfahrt, Entschuldigung. Und Spreewald hat er auch gemacht. Und tatsächlich auch mit uns schon mal gepackraftet. Wir haben Ja. jetzt hier auf dem Reg-Kanal und auf dem Kölpinsee, ich habe es gelernt, Kölpinsee, Kölpin. haben wir tatsächlich auch eine kleine Tour gemacht. Das war jetzt so keine klassische Packraft-Tour, ist ja auch kein Fließgewässer hier. War halt ein bisschen paddeln. Ja, aber es war trotzdem Dafür schön, war es hat sehr Spaß schön. gemacht.
Dirk mal lieber. Stevo. Schönen Dank. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, klickt gerne auf den Abo-Button. Natürlich bei Stadtgecko auch. Und drückt den Daumen hoch. Und, was ist ganz wichtig, die Glocke! drücken, damit ihr bei jedem Video, was von uns neu auf dem Kanal kommt, informiert wird, wenn es was Neues gibt. In dem Sinne, Macht's gut. macht's besser. Bis dann. Ciao. Ciao.